Lila und Lenny im Reich der Lachmonster. Die Sonne strahlte über den Wald, als Lila, die neugierige Fledermaus, und Lenny, der kluge Waschbär, sich an einem warmen Morgen auf ein neues Abenteuer vorbereiteten. Die beiden besten Freunde hatten schon viele aufregende Orte im Wald erkundet, doch dieses Mal hatten sie von einem geheimnisvollen Ort gehört, von dem die anderen Tiere flüsternd sprachen, dem Reich der Lachmonster. Niemand wusste genau, was es mit den Lachmonstern auf sich hatte, aber die Neugier trieb Lila und Lenny voran. Mit ihren Rucksäcken voller Leckereien und Abenteuerausrüstung machten sie sich auf den Weg, tiefer in den Wald hinein als je zuvor. Der Wald wurde immer dichter, und die Bäume schienen sich über ihren Köpfen zu verflechten. Das Rascheln der Blätter und das Zwitschern der Vögel begleiteten sie auf ihrem Weg. Plötzlich hörten sie ein seltsames, herzhaftes Kichern, das durch die Bäume drang. Das muss das Lachen der Lachmonster sein, rief Lila aufgeregt aus. Ohne zu zögern, folgten sie dem fröhlichen Geräusch und kamen schließlich an eine Lichtung im Wald. Dort sahen sie die seltsamsten Wesen, die sie je gesehen hatten. Die Lachmonster waren kleine, flauschige Kreaturen mit bunten Haaren und riesigen, strahlenden Augen. Sie hüpften herum und lachten so herzhaft, dass sich die Blätter der Bäume zu bewegen schienen. Eines der Lachmonster bemerkte Lila und Lenny und kam auf sie zu. »Hallo, ihr beiden. Ihr seid neu hier, oder?«, sagte es mit einem breiten Lächeln. Lila und Lenny nickten, immer noch fasziniert von den fröhlichen Wesen. »Wir sind Lache und das sind meine Freunde. Wir leben hier im Reich der Lachmonster, wo wir den ganzen Tag lachen und glücklich sind«, erklärte das Lachmonster namens Lachi. Die beiden Freunde waren begeistert und fragten, ob sie mit den Lachmonstern spielen könnten. Lache und seine Freunde nahmen sie mit in ihr lustiges Reich. Dort spielten sie Verstecken, fingen Regenbogenschmetterlinge und hüpften auf riesigen Pilzen herum. Das Lachen der Lachmonster war ansteckend, und Lila und Lenny konnten nicht anders, als sich ebenfalls vor Lachen zu kringeln. Sie vergaßen jegliche Sorgen und verbrachten den Tag voller Freude im Reich der Lachmonster. Als die Sonne langsam hinter den Bäumen verschwand, verabschiedeten sich Lila und Lenny von ihren neuen Freunden. »Wir müssen zurück in unseren Teil des Waldes, aber wir kommen sicher wieder«, versprach Lila. Lache lächelte. »Ihr seid immer willkommen, liebe Freunde. Vergesst nie, dass das Lachen das Wichtigste im Leben ist.« Mit einem fröhlichen Herzen machten sich Lila und Lenny auf den Heimweg. Sie hatten nicht nur das Reich der Lachmonster entdeckt, sondern auch die Bedeutung von Freude und Lachen im Leben gelernt. Und so kehrten sie in ihren Wald zurück, wo sie ihre Abenteuerlust und ihre neuen Freunde im Herzen trugen. Das Reich der Lachmonster blieb ein geheimer Ort, den sie von Zeit zu Zeit besuchten, um sich von der ansteckenden Freude der Lachmonster inspirieren zu lassen. Und so lebten Lila und Lenny glücklich und lachend in ihrem geliebten Wald, immer bereit für das nächste Abenteuer. Die beiden Freunde wussten nun, dass das Geheimnis des Lebens darin bestand, das Glück und die Freude zu teilen, genau wie die Lachmonster es taten. Und so ging ihre Suche nach Abenteuern und neuen Freundschaften weiter, während sie im Reich der Lachmonster immer wieder fröhliche Stunden verbrachten. Die Jahreszeiten zogen ins Land, und Lila und Lenny verbrachten viel Zeit im Reich der Lachmonster. Die bunten Wesen wurden zu ihren besten Freunden, und gemeinsam erlebten sie viele aufregende Abenteuer. Eines Tages erzählte Lache den beiden von einem geheimnisvollen Ort, den sie noch nie erkundet hatten, dem Lachhügel. Der Lachhügel war ein besonderer Ort, an dem die Lachmonster behaupteten, dass man die schönsten Regenbogen finden konnte. Lila und Lenny waren neugierig und beschlossen, sich auf den Weg zum Lachhügel zu machen. Der Weg dorthin war voller Überraschungen. Sie kletterten auf riesige Pilze, rutschten die Blätterberge hinab und sangen fröhliche Lieder. Die Sonne schien, und der Wald war erfüllt von der Musik der Natur. Endlich erreichten sie den Lachhügel. Und was sie dort sahen, raubte ihnen den Atem. Der Hügel schien mit Regenbogen überzogen zu sein, die in allen Farben des Spektrums schimmerten.
Das war der Ort, an dem die Lachmonster ihre Farbenpracht sammelten, um immer so fröhlich und bunt zu sein. Lila und Lenny tanzten vor Freude auf dem Hügel und fingen die Regenbogenstrahlen ein. Es fühlte sich an, als ob sie selbst Teil eines Regenbogens waren. Sie verbrachten Stunden damit, die Farben zu erforschen und sich im Regenbogenlicht zu baden. Als die Sonne am Horizont verschwand, machten sie sich auf den Rückweg zum Reich der Lachmonster. Dort erzählten sie von ihrem Abenteuer auf dem Lachhügel, und die Lachmonster lachten vor Freude. Die Farben des Regenbogens, die sie mitgebracht hatten, wurden in ihrem Reich noch lebendiger und strahlender. Lila und Lenny kehrten nach Hause in ihren Teil des Waldes zurück, aber sie wussten, dass sie immer wieder ins Reich der Lachmonster zurückkehren würden, um Freude und Lachen zu teilen. Sie hatten nicht nur den Lachhügel entdeckt, sondern auch, dass wahre Schätze im Herzen der Freundschaft und des Glücks lagen. Und so lebten sie weiterhin glücklich und voller Lachen in ihrem geliebten Wald, immer bereit für das nächste Abenteuer. Die Erinnerung an den Lachhügel und die Freundschaft der Lachmonster erinnerte sie daran, dass die Welt voller Wunder und Freude war, wenn man nur die Augen öffnete und bereit war, zu lachen. Die Abenteuer von Lila und Lenny würden nie enden, denn sie hatten gelernt, dass das Leben eine Reise voller Lachen und fröhlicher Entdeckungen war, solange man die richtigen Freunde an seiner Seite hatte. Die Zeit verging, und die Abenteuer von Lila und Lenny im Reich der Lachmonster hielten an. Jede Jahreszeit brachte neue aufregende Erlebnisse mit sich. Im Frühling halfen sie den Lachmonstern dabei, die ersten Blumen des Jahres zu pflanzen. Gemeinsam legten sie bunte Blumenbeete an, die den Wald in ein wahres Blütenmeer verwandelten. Lila und Lenny fanden heraus, dass die Blumen nicht nur schön anzusehen waren, sondern auch einen betörenden Duft verströmten, der die Herzen der Waldtiere erfreute. Der Sommer brachte warme, sonnige Tage, und die Lachmonster luden Lila und Lenny zu ihrem jährlichen Wassermelonenfest ein. Sie schnitzten kunstvolle Wassermelonenmasken und tanzten bis tief in die Nacht. Die Früchte waren süß und erfrischend, und das Fest war ein unvergessliches Erlebnis. Der Herbst brachte Veränderungen in den Wald. Die Blätter der Bäume begannen sich zu verfärben, und die Lachmonster luden Lila und Lenny zum großen Blätterhüpfen ein. Sie sprangen von Blatt zu Blatt und landeten in großen Laubhaufen, die die Lachmonster liebevoll vorbereitet hatten. Es war, als ob der Wald in ein buntes Märchenland verwandelt wurde. Im Winter halfen Lila und Lenny den Lachmonstern dabei, ihre Häuser für die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Sie sammelten gemeinsam Holz und bastelten gemütliche Decken aus Blättern und Moos. In den Abendstunden saßen sie dann um das wärmende Lagerfeuer und erzählten sich Geschichten. Das Jahr verging wie im Flug, und die Freundschaft zwischen Lila, Lenny und den Lachmonstern wuchs von Tag zu Tag. Sie hatten gelernt, dass es im Reich der Lachmonster nicht nur um das Lachen ging, sondern auch um die Freude an der Natur, an Abenteuern und vor allem an der Gemeinschaft. Eines Tages, als der Frühling erneut Einzug hielt, verabschiedeten sich Lila und Lenny von ihren lachenden Freunden. Sie versprachen, im nächsten Jahr wiederzukommen, um weitere Abenteuer zu erleben. Die Lachmonster winkten fröhlich, und Lila und Lenny machten sich auf den Weg zurück in ihren Teil des Waldes. Dort angekommen, wussten sie, dass sie ein kostbares Geschenk mitgebracht hatten: das Lachen und die Freude aus dem Reich der Lachmonster. Sie teilten diese Schätze mit ihren Freunden im Wald und lernten, dass wahre Freundschaft und Glück immer in unseren Herzen sind, egal wo wir uns befinden. Und so endet die Geschichte von Lila und Lenny, den Freunden aus dem Wald, die das Reich der Lachmonster besucht hatten und dort die wahre Bedeutung von Freude und Gemeinschaft entdeckten. Ihre Abenteuer würden nie enden, denn das Leben im Wald war voller Überraschungen und Freundschaft, und sie waren bereit, alles zu erkunden, was noch auf sie wartete.